Das heutige Thema sind Finalsaetze. Die Finalsaetze haben zwei Konjunktionen, damit und umso. Fjallit qëllimore. Kemi dy disa për fjallit qëllimore, damit dhe umso. Të dyja përkthehen me qëllim që. Aber es hat eine Verwendung, verschiedene Verwendung. Ka ndryshim në fjali, kur përdorim damit dhe kur përdorim umso. Dann gehen wir. Finalsätze sind Adverbialsätze. Sie drücken eine Absicht, einen Zweck oder ein Ziel aus. Ata shprehin një paramendim ose një qëllim. Nebensätze mit damit und Infinitivsätze mit umzu beantworten auf die Frage wozu oder zu welchem Zweck. Danach Sätze mit damit. Sätze mit damit formulieren. Ich habe einige Beispiele schon gegeben. Camden disa shembull me lesen damit. Er spricht Englisch, die Touristen verstehen ihn. Ai flet anglisht, turistët e kuptojnë ata. Er spricht Englisch, damit die Touristen ihn verstehen. Ai flet anglisht me qëllim që turistët ta kuptojnë ata. Also, das Funktion des Satzes ist ein Ziel erreichen. Pra, qëllimi i fjalisë është që të marrim qëllimin e kuptimit në strukturë. Wozu spricht er Englisch? Dann habe ich die Satzanalyse schon gemacht hier. Er spricht Englisch, damit die Touristen ihn verstehen. Er spricht Englisch, die ganze Satz ist Hauptsatz hier. E gjithë pjesa e parë është pjesë kryesore. Damit die Touristen ihn verstehen, ist das Nebensatz hier, është pjesë në ndërnditse. Entschuldigung. Dann habe ich etwas vorher gesagt. Damit ist das Konjunktion, Finalsatz, Konjunktion. Und verstehen ist das Verb, das soll man am Satzende sein. Und das Verb soll man konjugiert sein. Pra, kemi strukturën e fjalisë. Në fillim do vendosim hauptsatz, pjesë kryesore, pastaj nebensatz, pjesë në ndërnditse. Në mes do vendoset liza qëllimore, damit, duke u ndarë me presje. Në fund fare shkon folja e cila do jetë e zgjedhuar. Dann, ein anderes Beispiel mit Infinitivsatz mit umzu. Wir haben hier einen Infinitivsatz mit umzu. Was passiert hier? Ich lerne fleißig. Ich bekomme gute Punkte. Unë mësoj zellshëm, unë marr pikë të mira. Ich lerne fleißig, gute Punkte zu bekommen. Unë mësoj zellshëm me qëllim që të marr pikë të mira. Umzu, also zu, soll man das Verb im Infinitiv sein. Also umzu drückt man Infinitivsätze. Fjallit në infinitiv, fjali me folje të pazgjedhuara. Wozu lernst du fleißig? Wenn wir umzu benutzen, sollen wir die gleiche Subjekt haben. Also die gleiche Subjekt ich. Und soll man ich weglassen, të dyja kryefjalët do hiqen në këtë rast. Edhe do zëvendësohet me pjesën umzu. Also steht nach dem Komma, vendoset pas presjes, und zu steht vor dem Verb im Infinitiv, vendoset përpara foljes në infinitiv. Was passt, wenn im Satz zwei Verben haben? Çfarë ndodh kur në fjali kemi dy folje? Zum Beispiel, wir fahren ins Urlaub, wir können uns erholen. Das Verb ist können und das andere Verb ist erholen. Kemi dy folje, foljen können, munden dhe shqetësohem. Wir fahren im Urlaub, uns erholen zu können. Ne udhëtojmë për pushime me qëllim që të relaksohemi. Also steht man hier zu vor dem Modalverb. Und das Modalverb ist das Verb, die soll man im Infinitiv sein. Erholen ist man konjugiert nach dem Subjekt. Pra, folja që qëndron në fund dhe e pazgjedhuar është folja modale. Aber vorsichtig, beim Modalverb wollen, möchten und sollen benutzt man kein zu. Zu soll man weglassen. Also ist es klar hier, ja? Pra nuk e përdorim pjesën zu të foljet modale
möchten, sollen und können. Wenn wir gleiche Subjekte haben, können wir damit oder umzu benutzen. Kur kemi kryefjalë të njëjtë, do përdorim ose diesen damit ose diesen umzu. Wenn wir verschiedene Subjekte haben, sollen wir unbedingt damit benutzen. Kur kemi dy kryefjalë të ndryshme, do përdorim gjithmonë diesen damit. Das ist das Unterschied zwischen umzu und damit. Aber wenn Sie gleiche Subjekte haben, soll man egal einem oder dem anderen benutzen. Aber verschiedene Subjekte unbedingt umzu. Danke für die